Heute möchte ich euch auf eine Reise mitnehmen, so ein bisschen über Albanien. Ich will mich hier jetzt nicht als Albanien-Experte irgendwie, beweisen, aber ich finde, das Land, wird gerade in den sozialen Medien viel zu wenig beachtet. Ich habe es auch gemerkt auf YouTube und ein Kommentar hat mich so ein bisschen inspiriert, so ein bisschen was zu machen, dass man halt wenige Informationen über Albanien findet. Auch hier direkt zum Anfang der Aufruf: Sollte irgendjemand zuschauen, der Interesse hätte, so ein bisschen was über das Land zu erzählen, der eben, aus Albanien kommt, vielleicht in Deutschland gelebt hat, jemand, der aus Deutschland kommt und in Albanien schon seit Jahren lebt, gerne mich anschreiben und vielleicht, wenn man Interesse hat, können wir vielleicht so ein kleines Interview machen. Wie gesagt, ich empfinde, dass man viel zu wenig über Albanien findet und ich finde es meiner Meinung nach relativ schade. Und deswegen habe ich so ein bisschen mir ein paar Worte zusammengeschrieben, was ich über Albanien denke. Wir waren ja 'n Monat lang in Vlora, dementsprechend kann ich nicht über ganz Albanien urteilen. Ich sage mal, so ein bisschen eine Spiegelung ist das schon, bei halt Küstenregion und Bergregion schon ein bisschen unterschiedlich, sicherlich von den Menschen, genauso Tirana. Ich habe das, dadurch, dass ich mit Kosovo-Albanern aufgewachsen bin, kennengelernt, dass Leute, die aus Pristina kommen, schon 'n anderer Schlag Mensch sind, die vielleicht irgendwo aus Jakove oder aus Pei irgendwie kommen, aus den ländlicheren Regionen. Das ist so mein Eindruck gewesen und das ist auch alles, was ich in dem Video so erzähle, mein persönlicher Eindruck, dass ich so kennengelernt habe, beziehungsweise Erfahrungen von Menschen, die ich ja, mit denen ich aufgewachsen bin. Kommen wir so ein bisschen zu den, Daten, Fakten. Die Republik Albanien ist in Südosteuropa auf einer Balkanhalbinsel liegend, gehört nicht zur EU und hat auch keinen Euro als Währung, zum Beispiel die Nachbarländer Montenegro, wo wir gerade sind, und auch zum Beispiel Griechenland. Die Währung Leke, abgekürzt ALL, hat sich gegen den Euro meiner Meinung nach stark behauptet, weil also meint, wie in der Türkei zu profitieren vom Wechselkurs. Der irrt aktuell. Noch vor einiger Zeit bekam man für einen 100-Euro-Schein 11.500 Leke und aktuell ist der Preis teilweise auf runde 10.000 gefallen. Und wir haben zu unserer Zeit 100,5 Leke für einen Euro gekriegt und jetzt, wie wir es verlassen haben, das Land, war es circa bei 103. Also wer jetzt dann 100 € wechselt, bekommt rund 15 € weniger als vor ein 2 Jahren. Und wenn man jetzt eine Rente von 1.000 € hätte zum Beispiel und in Albanien leben würde, hätte man somit ca. 150 € an Kaufkraft verloren über die letzten, ja, 1 bis 2 Jahre. Also für alle, die noch nicht, mitgekriegt haben, dass die EU und der Euro nicht so wirklich ein geiles Konstrukt sind und selbst das kleine Albanien mit ihrer Währung halbwegs zurechtkommt. Kleine Anekdote, was ich mitgekriegt habe, ist, anscheinend, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, gerne in die Kommentare schreiben, man sollte nicht zu viel albanisches Geld außer Land, nehmen. Also, ich habe auch gemerkt an den Kassen, gerade Münzgeld ist sehr, sehr gefragt. Die Kassiererinnen, die lechzen nur danach, dass du denen irgendwie Kleingeld gibst. Also, anscheinend, wird nicht so viel Bargeld gedruckt in Albanien. Irgendwie eine interessante Geschichte. Wir wurden jetzt nicht, an der Grenze irgendwie gefragt. An, schätze mal, Flughäfen wird es wahrscheinlich ein bisschen, eher kontrolliert. Ansonsten natürlich ist die politische Lage nach wie vor instabil. Der kleine Bruder, der Kosovo im Nordosten, hat, nach wie vor immer wieder Stress mit den Serben. Man liest immer in den Nachrichten. Ob da jetzt was eskalieren wird, ich bezweifle es mal, aber man sollte halt nie wirklich riskieren. Das ist so ein kleiner Minuspunkt, aber an der Küste, glaube ich, kriegt man das so ein bisschen weniger mit. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie stark es Albanien und Kosovo da einschreiten würde, wenn es da wirklich kracht. Da bin ich zu wenig tief drinnen. Ansonsten, die Politiker sind wie in Deutschland auch in Albanien keine Heiligen. Gerade eben hatten sie auch sich an die EU bzw. die Italiener verkauft. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt. Man wollte 3.000 Flüchtlinge in von der EU gebauten Migrationszentren, ja, ins Land, holen. Wir hatten in Flora einige Flüchtlinge gesehen gehabt, waren eigentlich ziemlich klar zu sehen mit ihren Antarktisjacken, wie sie da rumgerannt sind bei 15 Grad am Abend. War jetzt eine kleine Gruppe, ich glaube, das waren so vielleicht 8 Leute oder so, aber auf jeden Fall, die sind auf jeden Fall in Albanien da. Die Menschen können sowieso nichts dafür, da brauchen wir nicht dran lang drüber über das Thema reden. Problem ist halt wieder, dass die Politiker über die Köpfe der Menschen hinweg entscheiden und da halt, eben die EU-Politiker, die großen Mächte wie Italien, Deutschland, Frankreich meinen so, Albanien ist der kleine Spielball und da schieben wir so ein bisschen die Flüchtlinge rüber, geben denen 'n bisschen Geld und dann sollen sie die, ja, Schnauze halten.
So wie eine Tonne Müll, die von Europa nach Asien verkauft wird, weil dort der Müll grüner brennt in Indonesien oder sonst wo. Also Albanien will ums Verrecken auf jeden Fall unbedingt in die EU, zumindest die Politiker. So haben wir es so ein bisschen mitgekriegt in Flora. Man meint, es würde ihnen dann halt irgendwie besser gehen. Man sieht dann häufig US- und EU-Flaggen an offenen Plätzen irgendwo wehen. Und ja, so einen jungen Albaner gesehen, der so ein Buch gelesen hat, wo es um die EU ging. So konnte ich so grob entziffern. Ein englisches Buch, englisch geschriebenes Buch. Dementsprechend, ja, schön, dass er sich weiterbildet, aber man sieht, dass das Interesse groß ist, gerade bei den jungen Menschen, sich mit dem Thema EU und USA so ein bisschen zu befassen. Die Albaner, die ich kenne, wollen unbedingt zum Beispiel, dass die USA den Krieg gegen Russland gewinnt. Nicht, weil die irgendwelche USA-Fans sind und weil sie das Land so geil finden oder sowas, sondern weil sie halt die größeren Vorteile und Unterstützung der Amerikaner in deren Land sehen. Das ist einfach so, das ist wie bei Serbien, Montenegro, die sind so ein bisschen russlandfreundlicher. Sehen wir gerade in Montenegro gerade, dass die Russen hier sehr wertgeschätzt werden. In Albanien scheint es eher umgekehrt zu sein. Da sind die Italiener und die Amerikaner ja so die willkommenen Gäste. Beide Geschichten teile ich nicht so ganz. Das sind halt wieder große Mächte, die halt mit kleinen Ländern sich spielen. Innere Unruhen im Land kann ich mir zum Beispiel schwer vorstellen. Da hoffe ich, dass die Menschen gelernt haben aus diesem Volksaufstand, den es anscheinend 1997 gab. Da habe ich mir so ein bisschen durchgelesen. Damals gab es eine schwere Krise, nennt sich Lotterieaufstand, mit viel Gewalt, mit Anarchie, mit Bandenkriegen und was weiß ich, was da war. Muss ziemlich heftig gewesen sein. Also alleine das Lesen war schon sehr unangenehm, wo sich die Leute zu Hause verbarrikadiert haben. Klang so ein bisschen nach dem einen Film The Purge, so in die Richtung. Also ich denke mal, gerade die ältere Bevölkerung in Albanien wird das sicherlich nicht mehr zulassen, hoffe ich zumindest. Und die junge Bevölkerung ist mittlerweile glaube ich, so modern und angekommen, dass die ja mit Gewalt nicht so viel anfangen können. War zumindest so mein Eindruck. Die Menschen nämlich sind auf jeden Fall sehr, sehr herzlich, sehr, sehr nett. Also da haben wir wirklich nur Positives gesehen. Klar, Ausnahmen gibt es immer wieder. Jeder kann mal einen schlechten Tag haben, das darfst du nicht überbeurteilen, aber der Großteil der Menschen, die man so getroffen hat, freundlich, da gab es nie irgendwo irgendwas Bösartiges, keine Schlägereien, kein Alkohol und so weiter. Also relativ gesittet und das ist, ja, immerhin haben da 100.000 Menschen gelebt in der Stadt, könnte man eigentlich immer irgendwo was sehen, wo sich einer daneben benimmt. Das Land selber ist in etwa so groß wie Belgien oder zum Beispiel Schleswig-Holstein, wenn man so ein Beispiel nimmt. Und es leben meiner Meinung nach nur 2,8 Millionen Einwohner. Wenn ich jetzt nehme Schweiz oder Österreich, die sind jetzt nicht viel größer und in Österreich mittlerweile sind die 9 Millionen Grenze geknackt, also 9 Millionen Menschen und in Albanien ein Drittel nicht mal. Und vor allem das merkt man dann speziell außerhalb der Städte, wie dünn diese Regionen dann besiedelt sind. Und circa ein Viertel davon lebt in der Hauptstadt Tirana und den Vororten drumherum. Also das ist schon heftig, also ein Viertel und der Rest irgendwo in ein paar anderen Städten. Dann kann man sich vorstellen, wie viele Menschen dann am Land leben. Und die zweitgrößte Stadt Duraş hat schon nicht mal 200.000 Einwohner, ist aber jedoch die größte Stadt Albaniens, die am Meer liegt. Und wir waren ja in Flora auch am Meer liegend. Die hat jetzt 100.000 Einwohner, ich glaube, die liegt auf Platz 6 oder 7. Empfand ich als sehr angenehm, weil man eigentlich fast alles in der Stadt zu Fuß erledigen konnte, wenn man keine Eile hatte. Also sehr überschaubar von der Größe, nicht zu groß, nicht zu klein und ja, die Arbeitslosenquote soll angeblich laut Statistik bei 13% liegen. Das bezweifle ich gerade in Flora stark. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Städten ausschaut. Tirana waren wir leider nicht. Man sagt gerade vormittags unter der Woche eindeutig, ich will jetzt nicht übertreiben, aber 99% der Männer, die den ganzen Tag in den ganzen zahlreichen Cafés den Alltag so verbrachten. Und das war täglich im Prinzip. So am Wochenende hat sich dann natürlich gemischt, weil dann halt die Frauen frei hatten. Die arbeiten wahrscheinlich so in den Büros oder irgendwo in den Supermärkten. Aber so unter der Woche, wenn man da um 10 Uhr, 11 Uhr unterwegs war, in jedem Café saßen nur ein, 2, 3, 4 Männer, je nach Beliebtheit des Cafés. Und ja, hatten einfach nichts zu tun, wo man in Deutschland vormittags arbeiten geht irgendwo. Und an bestimmten Ecken gab es dann Treffpunkte, wo Tagelöhner gewartet haben auf Auftraggeber. Ich wusste gar nicht, dass es sowas noch heutzutage gibt. Ja, die sind dann gekommen, ab und zu haben wir da gesehen, also 2 Fälle gab es dann, wo dann eben einer stehen geblieben ist und dann 2 Männer irgendwie eingestiegen ist. Das war keine Bushaltestelle. Und einmal am letzten Tag ist einer stehen geblieben und hat da irgendwie 3 Männer hergeholt, irgendwie denen leere Kartons und Säcke gegeben.
und die haben sich dann irgendwo aufgemacht, wahrscheinlich irgendwas, einsammeln. Also, keine angenehme Situation für die Menschen in dem Land. Also, wer jetzt auswandern will, ich sehe geschäftlich auf den ersten Blick nicht viel Potenzial. Vieles wird importiert. Für die knapp 3 Millionen Einwohner lohnt es sich kaum, irgendwie etwas selber zu produzieren. Wir meinten zuerst vielleicht, Waschmittel oder sowas, aber da ist jetzt auch, preislich dann doch haben wir gesehen, dass etwas, halbwegs Leistbares ist, was aber auch halt aus Italien importiert ist. Will ich nicht wissen, was das für eine Qualität ist. Tourismus ist vorhanden, jedoch wird der Albaner da in der Saison ungern irgendwie einem Ausländer das Spielfeld überlassen. Also, empfinde schon so relativ als, ja, geschäftig tüchtiges Volk, aber da, wo sie Geld wittern, gerade Tourismus, da werden die schon gucken, dass sie, ja, die Brötchen bei ihren Landsleuten lassen, da nicht irgendwelche, ja, Ausländer da das große Geld verdienen lassen. Aber als Rentner auswandern, das macht schon Sinn. Wenn man jetzt auf Importwaren verzichtet und bei den Einheimischen kauft, kommt man relativ günstig zurecht mit den Preisen. Die Statistik, dass Lebensmittel um rund 20% günstiger sind als in Deutschland, würde ich nur zum Teil unterschreiben. Ich denke, dass viele Importwaren da so ein bisschen den Preis anheben, also die Prozentzahl. Andererseits sind zum Beispiel heimische Lebensmittel wie Wurst, Fleisch und Milchprodukte, wenn man da zum Beispiel in den Spar reingeht und da sieht, obendrauf ist die albanische Flagge drauf gespickt auf den Käse, dann siehst du automatisch auch den Preisunterschied, dass das einiges günstiger ist als irgendwie ein importierter aus Italien oder Deutschland. Ob der wirklich aus Deutschland kommt, der Käse, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber es könnte sein. Ja, und diese senken dann halt den Preis meiner Meinung nach. Also auf Nutella verzichten schont wie in vielen anderen Ländern schon zuvor die Geldbörse. Hingegen soll Essen gehen rund 50% günstiger sein. Und das können wir definitiv bestätigen. Die Prozentzahl, da kann man sich immer drüber streiten, je nachdem, was man dann halt isst. Kochen, also Kochen lohnt sich fast gar nicht, außer man will da irgendwie was Spezielleres sich zusammenschustern. Gerade albanischer Fastfood wie deren Souvlaki bekommst du schon ab 2 € aufwärts und ist ja relativ eine sättigende Mahlzeit, kann man von in etwa vergleichen wie in Deutschland einen Döner als Mahlzeit. Und der kostet ja, zuletzt hatten wir, glaube ich, 7,50 € in Deutschland für 'n Döner bezahlt und wie gesagt, in Albanien zahlst du 2 €. Ansonsten Getränke im Restaurant ab 1 €, was ich gesehen habe. Wasser, glaube ich, so 'n Ticken günstiger, glaube so 60 Cent oder sowas ein Fläschchen. Kaffee ist dort sowieso 'n Nationalgetränk, kostet um die 80 Cent. Sehr, sehr guter Kaffee. Also Macchiato war ausgezeichnet, habe ich mich dann irgendwann gewöhnt. Den haben sie sehr, sehr gut gemacht. Den kriegst du für 80 Cent, 1 €, maximal 1,20, je nachdem, wo man halt ist. Und wer gesünder essen will oder auch traditioneller, kann man auch schon gut gerne zwischen 5 bis 10 € für eine Hauptspeise rechnen. Ja, das kann schon mal so ein bisschen hochgehen, je nachdem halt, wo man hingeht. Dann, wenn man zum Beispiel am Strand Strandnähe sich irgendwas gönnt, dann wird es halt natürlich teurer, ist klar. Wohnen und die Preise selber kann man jetzt wie immer nicht pauschal für das ganze Land sagen. Es kommt immer darauf an, welche Ansprüche man hat, ob man in der Stadt oder im Land bevorzugt zu wohnen. Wir haben jetzt einen Monat in Flora verbracht, 300 € warm bezahlt über Airbnb. Wohnung war fast schon deutsche Qualität, also nur ein Profi-Handwerker hätte da was zu meckern gehabt. Waren vielleicht Kleinigkeiten. Ich meine, es waren so um die 80 bis 90 Quadratmeter. Ansonsten haben wir auf Airbnb Wohnungen gesehen in Durrës, Saranda und auch in Flora um die 200 bis 300 € und da, wo dann alles dabei war, vom Hotelzimmer-Apartment mit rund 20 bis 35 Quadratmetern bis eben solche Wohnungen, wie wir sie hatten. Natürlich waren das jetzt halt auch Preise außerhalb der Saison, darf man jetzt auch nicht vergessen. Ich schätze mal, im Sommer wirst du solche Angebote eher seltener, wenn gar nicht mehr kriegen. Und im Landesinneren halt schwieriger. Tirana haben wir, glaube ich, gar nichts gesehen. Jedoch haben wir so ein bisschen geguckt auf albanischen Immobilienseiten. Da haben wir so ein bisschen herumgesucht. Wichtig ist halt, dass man das halt im Google-Übersetzer vor eingibt, wie das halt heißt auf Albanisch, weil wenn man das auf Englisch oder Deutsch sucht, dann kriegst du halt diese einschlägigen Seiten, die extra für Touris erstellt sind, wo dann halt Euro- und Dollarpreise sind. Also da sollte man wirklich aufpassen, gerade wenn dann alles perfekt in Englisch, Italienisch und Deutsch beschrieben ist und du keine albanische Sprache findest oder keine albanische Währung, dann würde ich da direkt rausgehen. Ja, aber auf den albanischen Portalen, wo wir waren, da haben wir schon gesehen, wenn man da im ländlichen Bereich zum Beispiel Top-Häuser für 500 € findet. Natürlich ist dann halt auch die Frage, wie die Lage dort ist, wie der Weg ist. Da muss man da ein bisschen detaillierter gucken, vor Ort sein, ob die Bilder sehen immer besser aus, als da vielleicht vor Ort ist. Aber in Summe empfanden wir die Preise eben auf den Seiten, die wir dann waren, relativ okay. Wie gesagt, Häuser für 500 €
Und auch Wohnungen hast du gekriegt, ja, von bis für 200 € eine kleinere 50, 60 Quadratmeter Wohnung in irgendwie Sarande oder sowas in die Richtung. Wahrscheinlich ein bisschen außerhalb vom Zentrum, vielleicht am Stadtrand und qualitativ halt von bis. Du kriegst dann halt für 500, 600 € halt eine Tip-Top-Wohnung, 80, 90 Quadratmeter, alles eingerichtet. Eben auch die ganzen Wohnungen sind meistens eingerichtet, nicht so wie in Deutschland, dass du nicht mal eine Küche mehr drin hast, geschweige denn irgendwelche Glühbirnen, die werden dann auch rausgeschraubt. Hatten wir zum Beispiel mal, da bist du dann reingekommen, da war's stockfinster, da haben sie sogar die Glühbirnen mitgenommen. Ja, auf jeden Fall die Frage halt, wo man dann landet, gerade der Weg zum Home Sweet Home. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema: Straßen. Die Hauptverkehrsstraßen sind eigentlich relativ gut in Schuss, zu 90%. Die übrigen 10% sind dann Löcher mitten in der Straße, die so aus heiterem Himmel kommen, so wie offene Gullis auf der Formel-1-Strecke da in Las Vegas, wo man dann plötzlich ja, in ein Loch reinfährt, das manchmal richtig tief sein kann. Aber sobald man jedoch irgendwo links oder rechts abbiegt, ist die Gefahr schon sehr hoch, ohne Allradantrieb halt überhaupt nicht voranzukommen. Also zwischen Flora und Tirana gibt es zwar eine Autobahn, aber auch hier die 90:10 Regel, würde ich fast schon sagen. Man kann es riskieren, mit 130 durchzubrausen. Jedoch, wenn man dann eine 40er oder 50er Tafel stehen sieht, dann würde ich diese absolut ernst nehmen. Also wirklich, nicht so wie in Deutschland sagen, ach, da fahre ich so mit 70 oder 80 drüber, das wird schon passen. Denn desto tiefer das Auto liegt, desto mehr würde ich da auf die Bremse gehen. Da sind schon ab und zu Buckel dabei. Ja, da kannst du die Bodenplatte aufreißen. Der Verkehr selber auf dem Land, der ist sehr angenehm. Wir waren sehr überrascht, wie diszipliniert viele Albaner hinter unserem vollgepackten Kombi hintergefahren sind. Gut, bei den Spritpreisen verstehen wir, dass man sich halt so dreimal überlegt, ob man überholt. Also die Preise für den Diesel pro Liter waren, wie wir reingekommen sind, über 2 €. Hat sich immer so ein bisschen hin und her bewegt, um die 2 € Marke, mal teurer, mal billiger. Wir hatten dann bei unserer Ausreise ein bisschen Glück gehabt mit 1,82 € und dann ein bisschen was getankt, um nach Montenegro zu kommen. Und dort, das Nachbarland Montenegro, wo alles eigentlich viel, viel teurer ist, da ist der Diesel dann um 40 Cent günstiger, weil das halt staatlich auch reguliert ist. Und irgendwie kommen die halt günstiger an den Sprit. Wer da jetzt Böses denkt, da sind wir wieder beim Thema, wer sind denn jetzt die Guten und wer sind denn die Bösen in den ganzen Konflikten. Zumindest profitieren die in Montenegro von dem Ganzen beim Sprit. Dafür ist der Verkehr in der Stadt und rund um die Städte noch verrückter als in der Türkei. Da wird wirklich jeder Zentimeter ausgenutzt und jeder versucht so der Erste zu sein im Kreisverkehr und natürlich dann wieder aus dem Kreisverkehr raus und gehupt wird wie wild und man muss halt echt dicke Eier haben, da zu fahren. Also Kreisverkehr ist Stress pur, wie ich finde. Und wenn man halt im Verkehr steht, im Stau, die hupen einfach aus Langeweile teilweise. Da geht nichts voran und die hupen einfach, weil's lustig ist und tralala. Also Stadtverkehr ist jetzt nicht so spannend. Und unseren schon ledierten Seitenspiegel hat so ein junges Mädel direkt ausgetestet, weil sie es irgendwie eilig hatte und meinte, ach, ihre kleine japanische Reisschüssel passt noch durch die imaginäre dritte Spur in der Mitte von der Straße. Also links der Gegenverkehr, rechts wir und sie überholt uns durch die Mitte in so einer ja, Seitenstraße, wo eigentlich maximal ein Mopedfahrer durchpasst. Ja, gut, dass das Plastik von der Seitenspiegel schon so ein bisschen gerissen war. Polizei brauchst du hier nicht rufen, auch Nummerntafel aufschreiben kannst dir sparen. Ist ja eh nichts am Ende passiert, macht das aber jedes Mal in Deutschland irgendwie bei irgendeinem schönen Seat Ibiza. Da wirst du noch 5-mal zusätzlich anonym angezeigt. Also andere Länder, andere Sitten, sage ich einmal. Dann das Klima, da können wir nur von Flora reden und nur von November, Dezember, wo wir waren. Wir hatten so angenehme 15 bis 20 Grad am Tag. Bei Sonnenschein fühlt es sich halt klar wärmer an. In der Nacht kühlt es so ein bisschen runter auf rund 10 Grad. Mit so einem Herbstjäckchen kommt man da eigentlich schon ganz gut durch, wie ich finde. Heizen muss man halt schon ein bisschen zu Hause. Wir hatten so eine Klima. Ja, wird schon so ein bisschen frisch, muss man sagen, nachts. Also wer jetzt meint, auswandern zu wollen, da sollte es ein bisschen Acht drauf geben, wie so die Heizqualität in den Wohnungen und Häusern ist. So ein Holzofen würde sicherlich nicht schaden oder zumindest irgendwie ein Heizstrahler oder sowas in die Richtung. Ist halt aber auch Regensaison. Wenn es regnet, dann wie auch schon in der Türkei sehr, sehr stark bis heftig und die Straßen bekommen da schon ein bisschen Probleme, weil die größten Probleme bei Regen und Wind sind nicht die Straßen, sondern ist der Strom. Das ist so unser größter Negativpunkt, den wir so kennengelernt hatten. Also wer online arbeitet und stabiles Internet braucht, der sollte meiner Meinung nach leider Albanien meiden, weil da
wirst du nicht glücklich werden. Wir hatten schon davon gehört und dass es halt heftig sein soll, aber gerade bei Schlechtwetter hast du halt den halben Tag oft gar keinen Strom und da ist auch teilweise die halbe Stadt dunkel. Und selbst an normalen Tagen, sonnigen Tagen kann sein, dass man ohne Ausfall durchkommt, aber halt auch 2, dreimal der Strom halt irgendwie Blip macht und dann stehst du wieder im Dunkeln und Internet ist dann halt auch weg. Das ist auch so die Schattenseite der ganzen Sache. Oder du bist gerade am Kochen. Und das haben wir auch im Restaurant und im Supermarkt erlebt. Im Supermarkt jagen die dich dann raus, damit du nichts klaust. Klar, es ist dann auf einmal stockfinster, da kannst du dich ja selber bedienen. Wir haben da echt panische Angst gehabt. Wir haben nichts verstanden. Wir haben die ganze Zeit nur irgendwie so gedeutet, dass wir da raus müssen. Und wir wussten jetzt nicht warum, wir wollen doch was kaufen, ne? Aber da ist halt wird halt irgendwie wahrscheinlich geglaubt, irgendwelche Kinder, die von der Schule kommen, die nehmen sich so 'n paar Süßigkeiten mit. Positiv auf jeden Fall, die geben sich dann halt echt Mühe, dass der Strom schnellstmöglich wieder läuft. Da wird ja wirklich auf Hochbetrieb gearbeitet, haben wir mal in unserem Wohnhaus erlebt. Die haben da, glaube ich, 30 Mal ist der Schalter geknallt da. Die haben da gewerkelt, bis das am Ende halt wirklich gehalten hat und dann war wieder Strom an. Wasser sollte man in Albanien nicht trinken, also aus der Leitung. Kochen geht, hatten wir keine Probleme. Jedoch fiel fast jeden Tag das Wasser aus bei uns. Wir hatten dann so 'n Notfallwassertank. Einfach mal Hebel und Pumpe an und alles gut. Trotzdem nervig, wenn man dann halt duscht und plötzlich geht das Wasser aus oder beim Zähneputzen. Alles sehr speziell. Umweltverschmutzung nimmt ja sowieso weltweit zu, braucht man nicht reden. Wenn ich denke, wie hochentwickelt man sich in Deutschland hält, und ich kann mich nur erinnern, wie die Bahnhöfe teilweise aussahen, wie Müllanlagen, einfach der Müll einfach irgendwo hingelegt, Waschmaschinen auf Autobahnausfahrten, Rastplätze brauchen wir gar nicht reden. Jeder, der mal 'n Rastplatz in Deutschland gesehen hat, braucht man nicht auf die anderen Länder zeigen. Egal in welchem Land man heutzutage ist, den Leuten ist es einfach egal. Fenster auf, Müll raus, beim Autofahren überhaupt kein Problem. Natürlich verbrennen die dort ihren Müll selber in Albanien, so wie in vielen anderen Ländern. Serbien haben wir das gesehen, auch hier in Montenegro. Sollen die jetzt wie in Deutschland, weiß nicht, was man da jetzt zahlt, 20, 30 Euro monatlich und dann holen die den Müll, für den man selber bezahlt. Man muss es selber noch sortieren in die 20 Tonnen, die es da irgendwie gibt, farblich markiert und so hast du nicht gesehen, dann landet der Müll ja sowieso irgendwo auf 'ner Müllhalde in Indonesien oder sonst wo in Asien. Wird halt alles in eine Tonne geworfen in Albanien, die überall auf so markierten Bereichen stehen, an den Straßenrändern und dann halt am Stadtrand abgeladen und dort verbrannt. Wir sind da sogar mal vorbeigefahren. Müllsammler picken da halt selber raus, was wertvoll ist, zum Beispiel Plastik oder Aluminium et cetera. Nichts anderes in Deutschland, da nennt man es dann halt Pfand. Da bringen wir Deppen den Milliardenkonzernen ihr Plastik selber zurück und die armen Leute sammeln es genauso wie in der Türkei oder Albanien oder sonst wo auch aus dem Müll raus und versilbern es am Abend. Da geht man halt dann nur zu so einem Automaten und steckt das dann rein, dann kriegt man so 'n Zettelchen. Und ja, egal ob das in Deutschland ist oder in Türkei, in Albanien, am Ende die armen Leute versuchen halt mit dem Müll irgendwo eine warme Mahlzeit auf den Tisch zu kriegen am Abend. Also ja, Müll sieht man, Verbrennermotoren sieht man auch. Ich sage mal zu 99,9% in Überzahl, zumindest in Flore und am Land. Auch wenn man so, ich glaube 2, 3 Teslas haben wir sicherlich gesehen in der ganzen Zeit, wo wir waren. Vielleicht mal irgendwo mal 'n Hybridwagen, kann alles mal gewesen sein. Kommen wir zum schöneren Teil, das Land selber. Dieses ist auf jeden Fall wunderschön. Man hat im Westen die Meeresküste, teils mit schönen Sandstränden, teils mit Klippen. Also egal, wo man hinguckt, von oben, von unten, alles wunderschön. Und im Osten sieht man dann auf teils schneebedeckte Berge. Wir waren oben auf diesem Canina, so der Hausberg von Flora, lächerliche 300 Meter hoch, aber die Fahrt nach oben war wie so ein Abenteuer, die Serpentinen da hochfahren und von dort so der Blick auf die Stadt, auch das Naturschutzgebiet, die Lagune Nata im Hintergrund und dort hatten sie sogar Flamingos. Dann gab es auch noch irgendwie Pelikane, die soll es auch gegeben haben. Man konnte da nicht zu nah rangehen und 'nen Fernglas hatten wir jetzt auch nicht dabei. Wunderschöner Ort auf jeden Fall. Und dann guckt man Richtung Osten, dann hat man halt, obwohl man auf so 'nem kleinen Berg meint zu stehen, noch größere Steinkolosse, die einem da entgegenragen. Auch aus Griechenland kommend ist die Landschaft dort schon einfach beeindruckend. Wir sind da von der Grenze von Griechenland, vom Süden hochgefahren und wenn dann so die Straßen sich durch die Steinschluchten schlängeln und man dann rauskommt, wieder das weite Land mit den Riesenbergen sieht. Also J.R. Tolkien muss in Albanien gewesen sein und hat sich, glaube ich, inspirieren lassen für so seine Bücher Herr der Ringe.
Alleine der Skutaria-See an der Grenze zu Montenegro, wo wir da waren, der erinnert so ein bisschen an das Sumpfgebiet, wo die beiden Hobbits mit Gollum Richtung Mordor unterwegs sind. Genial auch, dass der Grenzposten direkt an diesem See liegt. Der ist riesig, der See, und eigentlich kann man fast keinen schöneren Arbeitsplatz haben. Direkt neben dem See hast du seinen Grenzposten. Wir sind definitiv überzeugt, dass wir da noch mehr als genug verpasst haben an Seen, Bergen und sonstigen Geheimorten in Albanien. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwelche besondere Orte noch nennen könnt, die vielleicht sehr, sehr interessant sein könnten und jeder davon erfahren sollte. Ansonsten eben, welche Themen gäbe es sonst noch, die euch interessieren? Wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, falls ich was vergessen habe oder doch ein Thema spannender wäre, mehr zu erfahren, wie unsere Eindrücke waren. Auch gerne alle Zuschauer mit einem albanischen Pass oder die schon länger in dem Land leben. Gerne eure Gedanken teilen, was dieses tolle Land Albanien noch so besonders macht. Jedoch vielleicht das eine oder andere Problem vielleicht so ein bisschen erwähnen, welches vielleicht uns gar nicht so aufgefallen ist. Kann man ja auch machen, ist nicht immer alles rosa-rot. Gibt im Prinzip kein perfektes Land. Da wir außerhalb der Saison waren, können wir wenig über Touristen und Ausländer erzählen. Klar, vereinzelt lief schon mal jemand vorbei, der Deutsch gesprochen hat, Englisch. Ja, dann eben diese eine Gruppe Flüchtlinge, die einen abendlichen Spaziergang gemacht hat. Und ansonsten halt die Sprache selber hat so ein bisschen Tücken. Hat mir doch wie immer eine Freude gemacht, so ein paar Brocken so an den Menschen auszutesten. Die habe ich mir immer so ein bisschen angeguckt, weil ich da dieses E mit den 2 Punkten immer falsch ausgesprochen habe. Also die Eier, da hatten wir so unseren Spaß gehabt mit dem Wäser und Wäser und wie man das ausspricht. Am Ende ging es halt aber auch mit Englisch halt gut voran. Einmal haben wir jemanden sogar getroffen, der mal in Wiesbaden gelebt hat, war auch sehr nett und hat ganz gut Deutsch gesprochen, so ein bisschen unterhalten. Ansonsten Bildung können wir nicht so viel erzählen. Wir haben die Schulen gesehen, die machen einen gepflegten Eindruck. Das Gymnasium, was wir gesehen haben, sah sehr neu aus. Überall gibt es an jeder Ecke nicht nur Zahnärzte, sondern auch Sprachschulen. Das ist so das am meisten verbreitetste, was wir gesehen haben. Also Zahnärzte anscheinend Hochkonjunktur und Sprachschulen. Das Nachbarsmädchen von uns sprach schon mit 6 Jahren richtig stabiles Englisch. Also höchsten Respekt davor. Und ja, viel Geschichte sieht man, viele Statuen, die man überall sieht, auf Hochglanz poliert. Die hatten ja auch diesen Nationalfeiertag, wie wir dort waren. Ismail Kemal kommt ja aus Flora, der scheint dort quasi der Atatürk Albaniens zu sein. Ja, die Geschichte selbst kann man sich schnell mal durchlesen. Findet man im Internet so einiges. Bin ich leider nicht zu tief drin in der ganzen Materie. Sicherheit ist noch ein Thema. Wir fühlten uns tagsüber hypersicher, also ständig irgendwo Polizeipräsenz, egal ob am Land, in der Stadt. Polizei war eigentlich nie lästig. Einzig, man muss aufpassen, Geschwindigkeitskontrollen, so auf den Landstraßen haben wir dann gerade Richtung Tirana gesehen, gerade aus Tirana kommend. Ich weiß nicht, ob das einen riesen Unterschied macht. In unsere Richtung raus aus Albanien war wenig, aber rein ins Landesinnere aus Tirana raus waren viele Radarpistolen aufgestellt. Aber wie gesagt, die Polizei selber war irgendwie nie lästig, irgendwie, dass die großartig die Leute gequält hätten. Haben einfach ihre Runden gedreht. Nachts muss man halt wie überall nicht zwingend in der Stadt herumlaufen. Da muss man es jetzt nicht unbedingt provozieren. Teufel schläft ja nie. Jedoch ist halt mit der Beleuchtung so ein Ding, wenn dann regnet, ist es meiner Meinung nach eher gefährlicher, überfahren zu werden, als zu überfallen. Also Angst hatten wir auf jeden Fall keine. Ob es im Sommer jetzt irgendwie anders ist, zum Beispiel mit Taschendieben, das können wir jetzt nicht beurteilen. Auch die Drogenprobleme haben wir maximal so erlebt, dass Telegram voll ist mit Händlern, die im World Wide Web eine sehr breite Palette anbieten. Also wer da irgendwie auf sowas steht, der wird da seine Freude haben. Soll auch eine ziemlich berüchtigte Schmugglerroute über das Meer geben, Richtung Italien rüber. Und angeblich wird Albanien auch das europäische Kolumbien genannt. Wie gesagt, wir haben so auf den Straßen eher weniger beobachtet, da in die Richtung nichts Negatives gesehen. Wenn ich da an meine Zeiten in Köln oder Bremen mich zurückerinnere, also nicht so, dass ich jetzt blind bin auf beiden Augen und da in dieser Richtung keine Ahnung habe und da nichts sehe. Ja, so in Summe war das ein kleiner Überblick über Albanien und meine persönlichen Eindrücke. Bin definitiv kein Albanien-Experte. Dafür soll das Video auf jeden Fall nicht gedacht sein. Jedoch finde ich es schade, dass halt wirklich so wenig gerade in deutscher Sprache zu finden ist über das Land. Maximal veraltete Blog-Einträge irgendwo im Internet. Und dementsprechend, ja, falls jemand Interesse hat, mehr über Albanien zu erzählen, quasi ein echter Albanien-Experte, der vielleicht zusieht, gerne mich anschreiben. Die Welt sollte meiner Meinung nach mehr über dieses wunderbare Land erfahren. In diesem Sinne,
Danke fürs Zusehen. Gerne den Kanal abonnieren, wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest. Und somit danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal.